Meine tote Mutter hinterlässt mir immer wieder Voicemails. Ein Reddit-Post von Mouse Cartons. Den Link zum Post findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr solche wahre Reddit-Geschichten hören wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Es begann letzte Woche. Ich hastete mit 2 sehr vollen Einkaufstaschen ins Haus. Nachdem ich sie auf die Küchentheke gestellt hatte, sah ich es. Eine SMS, auf der stand, dass meine Mutter mir eine Voicemail hinterlassen hatte. Ich erinnere mich an die Überraschung, die ich empfand. Meine Mutter war gestorben, als ich 14 war. Jetzt bin ich 28. Sie starb an Brustkrebs. Sie starb langsam. Selbst die Ärzte und Krankenschwestern konnten nicht glauben, wie sie so lange mit solchen Qualen durchhalten konnte. Natürlich dachte ich, dass ihre Nummer jemand anderem zugewiesen wurde und diese Person versehentlich die falsche Nummer gewählt hatte. Aber als ich nachsah, gab es keine Anrufe von der Nummer, ihrer Nummer. Nur die Voicemail. Ich entschied mich, sie nicht anzuhören. Ich höre mir nie Voicemails an. Dann, am nächsten Tag, passierte es wieder. Am Morgen. Ich hatte mich fertig gemacht für die Arbeit. Anzug und Krawatte. Und wieder eine Textnachricht. Du hast einen Anruf um 7:43 Uhr verpasst. Überprüfe die Voicemail. Es war dieselbe automatisierte Nachricht, ohne Aufzeichnung eines Anrufs in meinem Anrufverlauf. Also beschloss ich, mir die zweite hinterlassenen Voicemails anzuhören. Hallo, Charlie? Begann es. Die Stimme war voller Störungen, aber ich konnte eindeutig erkennen, dass es die Stimme meiner Mutter war. Ich erschrak fast, als ich sie zum ersten Mal hörte. Ihre unverkennbare, krächzende Stimme, die Jahre der Chemotherapie ankündigte. Charlie, wann kommst du nach Hause? Das erschreckte mich sehr. Dann hörte ich mir die andere an. Charlie, bist du da? Gehst du nach Hause? Die zweite Voicemail klang, als würde Metall gegen Felsen kratzen. Ich schrieb es den Voicemails zu, die es nie geschafft hatten, gesendet zu werden, obwohl 14 Jahre eine lange Zeit sind, bis sie endlich durchkommen. Ich hielt es zu diesem Zeitpunkt für lächerlich anzunehmen, dass meine längst tote Mutter mich tatsächlich aus dem Jenseits kontaktierte. An diesem Abend ging ich aus, traf meinen Freund David und wurde extrem unerträglich betrunken. So betrunken, dass ich ihm erzählte, was mir passiert war. Ich spielte ihm die Voicemails vor. Du solltest sie anrufen, hickste er heraus, schniefend und rieb sich die knallrote Nase. Also tat ich das. Natürlich hob die Person am anderen Ende nicht ab. Das Handy klingelte und ging dann zur Voicemail. Hinterlasse eine Voicemail, befahl er wieder hicksend. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich einige Schimpfwörter und die Bitte, mich in Ruhe zu lassen. Ich meine, zu dieser Zeit dachte ich immer noch nicht, dass es sie, meine Mutter, war. Am nächsten Tag erhielt ich mehrere Textnachrichten, die mich über verpasste Anrufe und hinterlassene Voicemails informierten. Obwohl keine verpassten Anrufe zu sehen waren, sondern nur die Voicemails. Ich erinnere mich, wie mein Kopf gegen meinen Schädel pochte und mich weiter in Ärger versetzte über die schiere Frechheit dieses Fremden, der mich weiterhin unter dem Namen meiner Mutter belästigte. Also hörte ich zu. Bei jeder wurde der gleiche verzerrte, nervige Ton fortgesetzt, wenn auch noch schwerer zu unterscheiden als zuvor. Charlie, bist du da? Gehst du nach Hause? Charlie, wage es nicht, so mit mir zu sprechen. Ich bin deine Mutter. Hör mir zu. Charlie, Charlie, bitte geh nicht nach Hause, Charlie. 236 Gasbridge Road. Ich bin Mutter. Charlie weiß, wo du bist. Bei der letzten Nachricht erstarrte mein Körper. Kalte Schweißperlen rannen meinen Rücken hinunter. Der Kater half nicht gegen meine Angst und ich rannte ins Badezimmer, um meine Medikamente zu holen. Lorazepam. Mir war schlecht. Was sollte ich tun? Sollte ich die Polizei rufen? Ich kannte die Stalking-Gesetze. Solange es keine konkrete Bedrohung gibt, kann die Polizei nichts tun. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nur, dass wer auch immer am anderen Ende der Leitung war, der sich als meine Mutter ausgab, wusste, wo ich wohnte.
Also tat ich das Einzige, was mir in diesem Moment in den Sinn kam. Ich rief meinen Vater an. Nun ja, meinen Stiefvater, aber ich nannte ihn Dad. Mein Vater und ich, nun ja, haben eine seltsame Beziehung. Meine Mutter war zu meinem Vater keine nette Frau. Sie kritisierte ihn oft dafür, dass er unterdurchschnittlich war. Ihrer, wie sie sagte, äußerst bescheidenen Meinung nach. Sie war eine kontrollierende, konservative Frau, die, je kränker sie wurde, immer weniger Toleranz für die launische und freigeistige Art meines Vaters zeigte. Nachdem ein älterer Stiefbruder auf die schiefe Bahn geraten war, sich von der Familie getrennt hatte und einer seltsamen Selbsthilfegruppe beigetreten war, wollte ich nichts anderes als der ideale Sohn sein und verteidigte meinen Vater nicht gegen die verbalen Tiraden meiner Mutter. Er dachte bis heute, ich würde mich auf ihre Seite schlagen, obwohl sie schon lange tot ist. »Dad?« fragte ich, nachdem er den Hörer abnahm. Er antwortete nicht. »Hier ist Charlie, ich brauche Hilfe.« Endlich hörte ich ein Seufzen und das Kratzen auf seiner Kopfhaut. »Hallo Sohn, was ist los?« »Mutter hat mir Voicemails hinterlassen. Jemand, der ihre Nummer benutzt, hat mich belästigt und jetzt weiß er, wo ich wohne. Könnte ich bei dir bleiben oder könntest du herkommen?« Es folgte eine bedrückende Pause. »Ich hasse es, dass du sie immer noch so nennst.« »Was?« »Mutter, als wäre sie irgendein verdammtes Idol oder so etwas. Ich bin Dad und sie ist Mutter.« Eine weitere Pause. »Aber was? Jemand weiß, wo du wohnst? Hast du wieder mit Leuten im Internet gesprochen?« Ich war so verwirrt. »Was? Nein, wovon redest du?« Ein tiefes, ironisches Lachen kam von der anderen Seite des Handys. »Natürlich spreche ich von dem, was du früher gemacht hast, Charlie. Als du diese Mails mit Fremden im Internet ausgetauscht hast.« Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. »Das habe ich nie gemacht.« »Doch, hast du. Deshalb durftest du nicht an den Computer.« Ich wurde frustriert. »Okay, egal. Ich bin ein erwachsener Mann. Warum sollte ich Fremde per E-Mail anschreiben oder was auch immer? Jemand weiß, wo ich wohne und ich brauche Hilfe.« Stille. »Ich kann dir nicht helfen, Charlie. Es wird Zeit, dass du lernst, die Dinge selbst zu regeln.« Und er legte auf. Ich war allein in meinem Haus mit dem Wissen, dass jemand wusste, wo ich wohnte. Dann kam der Freitag. Ich war nervös und hatte Angst, nach der Arbeit nach Hause zu gehen, aber nachdem ich alle Türen und Fenster verriegelt hatte und mit einem Brotmesser durch mein Haus gelaufen war, um mich zu vergewissern, dass sich niemand in irgendeinem Winkel versteckt hatte, war ich endlich beruhigt. Also öffnete ich ein Bier und setzte mich auf mein Sofa. Während ich mir den Mist ansah, der im Fernsehen lief, erinnerte ich mich an meine Mutter. Sie war eine grausame Frau gewesen, aber sie liebte mich auf ihre eigene seltsame Art und Weise. Ich dachte daran, wie sie mich nie auf Übernachtungen gehen ließ oder lange draußen bleiben. Wie sie mich bis zur 8. Klasse Geige und Klavier lernen ließ, damit ich auf eine gute Universität gehen konnte. Wie sie nur sich selbst erlaubte, mich von der Schule abzuholen. Wie sie mich viele Nächte vor ihr am Küchentisch beim Lernen verbringen ließ und mich danach testete. Wie sie mich für gute Noten lobte. Wie sie mich die ganze Nacht über kontinuierlich überwachte. Das meiste davon geschah erst, als mein Stiefbruder endlich ausgezogen war und keinen Kontakt mehr zu uns hatte. Ich dachte noch etwas nach, wie gebrechlich sie in ihren letzten Monaten aussah. Wie sie immer über meine Schulter hinweg, direkt hinter mir, zu meinem Vater schaute, selbst wenn sie vom Bett aus mit mir sprach. Wie sie mit meinem Vater schimpfte, mir sagte, dass er kein guter Mensch sei und dass ich vorsichtig sein müsse. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie am Ende ein bisschen durchdrehte. Dann eine SMS und eine Voicemail. Ich hörte zu, die Neugier überkam mich. Gerade als ich anfangen wollte, sie abzuspielen, kam eine Reihe von Voicemails durch.
Ich spielte die erste ab. Charlie, du musst vorsichtig sein. Charlie. Ich war so betrunken, dass ich keine Ahnung hatte, was sie meinte. Ich spielte die nächste ab. Es ist Mutter, Charlie. Mutter weiß es am besten. Charlie. Es wird immer schwieriger, es dir zu sagen, aber du musst, er ist hier. Es klopfte an meiner Haustür. Ich schrie erschrocken auf. Der Schock erschütterte mich bis ins Mark. Ich schaute durch den Türspion. Mein Vater stand draußen und starrte auf den Boden. Bevor ich die Tür öffnen konnte, ließ mich ein weiteres Klingeln meines Handys innehalten. Eine weitere Voicemail. Aus irgendeinem Grund sagte mir mein Bauchgefühl, dass ich sie abhören sollte. Charlie, mach nicht die Tür auf. Also tat ich es nicht. Aber ich sprach mit meinem Dad durch die Tür. Dad? Mach die Tür auf, Charlie, sagte er streng. Ich schluckte. Hör nicht auf ihn. Was machst du da, Junge? Mach die verdammte Tür auf! Er schrie noch einmal und hämmerte mit der Faust gegen die Tür. Ich hätte es dir sagen sollen. Charlie. Ich habe Ihre Nachrichten auch bekommen, Charlie. Lass uns reden, schrie er wütend und hämmerte gegen die Tür. Bitte, Sohn! Er hat ein Messer. Charlie. Ich erstarrte. Als ich noch einmal durch den Türspion schaute, bemerkte ich, dass er etwas hinter seinem Rücken verbarg. Die reine Angst, die meinen Magen erfüllte, war etwas, das ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Ich mochte meine Mutter nicht, aber was auch immer dieses Ding war, das ihren Namen und ihre Stimme benutzte, selbst wenn sie es selbst war, wusste ich, dass ich ihr vertrauen musste. Ich ruf die Polizei, wenn du nicht gehst, brachte ich kaum heraus. Er trat wütend gegen die Tür. Du hast ihr immer geglaubt, dieser Schlampe, diese wertlose Schlampe, verflucht, ich war immer nur gut zu dir, du nutzloser Bastard, du nichtsnutziges Arschloch, nichtsnutziges Arschloch! Und ich spürte es. Pure, schiere Panik durchströmte meinen Körper. Das Knurren im Gesicht meines Vaters brachte alles wieder zurück. Die Fremden am Computer, die E-Mails, die mich belästigten und mich um Bilder von mir baten. Wie meine Mutter mich beschimpfte, wie sie meinen Computer zertrümmert hatte, selbst in ihrem gebrechlichen Zustand. Wie sie meinen Vater anrief, damit er kommt und nachsieht. Wie sich sein Gesicht von süß und gutmütig in eine entsetzliche, lüsterne Wut verwandelte. Wie sie es bemerkt hatte und die Teile zusammensetzte. So, wie ich es jetzt tat. Ruf die Polizei. Charlie. Also tat ich genau das. Ich rief sie an. Mein Vater ging nie von meiner Haustür weg und seine Schreie, um hereingelassen zu werden, verwandelten sich bald in Schreie am Handy zu. Ich nehme an, der Nummer meiner Mutter, auf der ich eine Voicemail nach der anderen hörte, die er bei ihr hinterlassen hatte. Schreie der Qual, die zu qualvollen Bitten um Vergebung führten, wie ein Sünder bei einer Beichte. Die Polizei traf ziemlich schnell ein, und nachdem sie meinen Vater zu Boden geworfen und ihm Handschellen angelegt hatten, tauschten sie untereinander ernste Blicke aus und kamen zu mir, um mir mitfühlende Entschuldigungen auszutauschen. Es schien, als hätten sie mich selbst in meinem jetzigen Erwachsenenalter als eine Person erkannt, die in vielen Dark-Web-Foren aufgetaucht war. Foren für zwielichtige Zwecke. Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob ich ins Detail gehen möchte, aber du verstehst, was ich meine. Dad, obwohl ich ihn jetzt Steven nennen sollte, befindet sich derzeit in Haft, während ich dies schreibe. Ich werde höchstwahrscheinlich als Zeuge vor Gericht aussagen müssen. Ich habe meinem Stiefbruder eine Facebook-Nachricht geschickt, in der ich ihm alles schilderte, aber ich nehme an, dass er es bereits weiß, da er ja seit Jahren keinen Kontakt mehr zu uns hat. Ich habe eine weitere Voicemail von meiner Mutter erhalten, die heute Morgen ankam. Im Gegensatz zu den vorherigen Voicemails war diese klar und unverfälscht. Fast so,
als wäre meine Mutter hier und flüstere mir ins Ohr. Auf Wiedersehen, Charlie. Ich liebe dich.